Wir sind eine vierköpfige Familie und kommen aus einer Kleinstadt in Bayern. Und in der bin ich auch aufgewachsen. Und wie die meisten von uns haben auch wir eine ganz normale Schullaufbahn hinter uns. Ich bin sogar sehr, sehr gerne zur Schule gegangen, zumindest bis zur 5. Klasse. Ich war sehr fleißig und ja, sehr gewissenhaft, hatte großen Respekt vor den Lehrern, vielleicht auch ein bisschen Angst. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich unsere Tochter am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Ja, unsere Tochter ist mittlerweile fast 11 Jahre alt, ging 2,5 Jahre zur Schule. Und das war für uns als Familie die wohl schlimmste Zeit. Es hat uns sehr belastet und die ganze Familie auf Trab gehalten. Es gab 2,5 Jahre tatsächlich kein anderes Thema als Schule, und zwar von morgens bis abends. Um unsere Geschichte ein bisschen besser zu verstehen, muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar gehen wir zurück ins Kindergartenalter von der Sophie. Die Sophie ist zweisprachig aufgewachsen, sie spricht Deutsch und Ungarisch. Hat im Alter von 4 Jahren bereits die Zahlen von 1 bis 100 gekonnt. Warum, ist mir ein Rätsel. Sie hat sich irgendwie selbst beigebracht und konnte auf beiden Sprachen zählen bis 100, was uns natürlich total gefreut hat und erstaunt hat. Und dann wurde sie schon so abgestempelt, Mensch, das Kind wird mal eine 1 in der Schule und die ist ja super schlau. Und dann kam das Vorschulalter und der erste Test, dieser Einschultest. Und ja, sie hat Buchstaben verwechselt und Zahlen verwechselt und es war für uns irgendwie sehr verwunderlich, weil sie konnte das immer und ja, das war so die erste Erfahrung, wo wir ein bisschen stutzig geworden sind. Es war einfach diese Prüfungsangst, die sie da hatte und hat einfach alles vertauscht und ja, konnte nichts mehr zuordnen. Und wir haben dann viel geübt bis zur Einschulung, was uns auch angeraten wurde. Und dann kam der Tag der Einschulung und die Sophie war super stolz, wie alle anderen Kinder auch. Sie hat eine große Schultüte bekommen, neue Klamotten, eine schöne Schultasche mit allem drum und dran. Und der große Tag kam und die Kinder haben sich gefreut. Und diese Freude war leider schon bald zu Ende. Also ich glaube, es hat eine Woche gedauert. Denn dann hat der Ernst des Lebens begonnen. Die Kinder müssen still sitzen, müssen aufpassen, müssen ruhig sein. Spielen nur noch in der Pause, essen nur noch in der Pause und auf Toilette gehen sowieso nur in der Pause. Und da müssen sich die Kinder ja auch erstmal dran gewöhnen. Und die Sophie konnte sich einfach nicht daran gewöhnen oder wollte sich nicht daran gewöhnen. Und wir haben auch wenig mitgekriegt, also im ersten halben Jahr, weil wir beide Vollzeit arbeiten waren. Moritz war den ganzen Tag weg, ich war den ganzen Tag weg. Und ich habe Sophie erst um 16 Uhr von der Schule abgeholt. Sie war in der Mittagsbetreuung und ich habe regelmäßig mit der Betreuerin gesprochen und ich habe nur Gutes gehört, dass die Sophie so gewissenhaft ist und ihre Hausaufgaben immer so schön macht und immer die Erste ist, die fertig ist. Und deshalb habe ich dann nach der Schule auch, ich habe zwar die Hefte durchgeguckt und es war alles immer okay, aber wir haben nicht groß geübt, wir haben nichts gemacht eigentlich, weil für mich war klar, nach 16 Uhr, da brauche ich nicht mehr groß was anfangen, da hat sie einfach keine Lust mehr dazu. Und ja, dann kam der erste Elternabend im Dezember, kurz vor Weihnachten und dann bei diesem Elternabend ist mir die Kinnlade runtergefallen, denn da wurde mir genau das Gegenteil berichtet. Sophie ist langsam, kommt nicht hinterher, passt nicht auf, schaut den ganzen Tag aus dem Fenster, ist unruhig, zappelt den ganzen Tag auf dem Stuhl hin und her und hängt mit dem Stoff viel zu weit hinterher. Und ja, das war für mich eigentlich ein bisschen unverständlich. Und ich habe dann mit der Sophie das Gespräch gesucht und die Sophie meinte nur, ja Mama, meine Hausaufgaben macht eine Schülerin aus der 4. Klasse und die ist viel schneller wie ich und dann kann ich schneller wieder spielen. Bam. Und dann hat eigentlich unser Leidensweg angefangen. Ja, uns wurde geraten, wir sollen zum Schulpsychologen gehen, mit der Sophie stimmt was nicht. Sie ist viel zu langsam und kann nicht aufpassen. Und dann sind wir zum Schulpsychologen, nicht Schulpsychologen, Kinderpsychologen und haben Tests mit ihr machen lassen. IQ-Test und so weiter, Konzentrationstest. Und ja, es ist im Endeffekt rausgekommen, dass ihre Reaktion und ihr IQ nicht zusammenpassen. Das heißt, sie hat ein Defizit in ihrer Aufmerksamkeit. Und damit man in dieses System passt, muss man dieses Kind anpassen.
Und da haben wir dann, oh Gott, ich kriege schon Tränen in den Augen, wenn ich bloß daran denke. Dann haben wir mit 6 Jahren das erste Mal davon gehört, dass man ja, Kindern Medikamenten geben muss, damit sie eben in einem Schulsystem funktionieren können. Und irgendwie, ich habe nichts hinterfragt, für mich war das ganz klar, ich kannte nichts anderes. Man muss in der Schule funktionieren, denn wenn man in der Schule nicht funktioniert, kriegt man keinen guten Abschluss, kann man nicht aufs Gymnasium gehen und somit kann man kein Geld verdienen später oder nicht viel Geld verdienen. Und man will ja immer nur das Beste für seine Kinder. Und ja, ich habe mir dann diese Broschüre von diesem Schulpsychologen angeguckt und da ist natürlich alles positiv beschrieben gewesen. Wenn man diese Medikamente nimmt, wird alles besser. Nachteile gibt es keine. Und ich habe dann auch im Internet natürlich nachgeforscht und ich habe aber nur gezielt gesucht, das Positive. Warum, weiß ich bis heute nicht. Man macht es einfach, wenn man von seinem Umfeld nie was anderes gehört hat. Also man muss sich das vorstellen, bei uns in der Kleinstadt gibt es kein Freilernen. Da geht jeder in die Arbeit, jeder hat ein Haus, jeder verdient gut Geld und jedem geht's gut, keinem geht's schlecht und jeder funktioniert halt im System. Ja, also haben wir das ausprobiert mit diesen Tabletten. Ich glaube ein halbes Jahr, oder Moritz? Ja, so ungefähr. Ja. Und es ist besser geworden. Also Schulleistungen waren besser, positives Feedback von den Lehrern, die Sophie passt auf, die Sophie weiß, wo wir sind, wenn ich sie aufrufe. Und ja, die Noten waren auch besser. Und der Kinderpsychologe hat sich gefreut, wir haben eine Lösung gefunden, die Lehrerin hat sich gefreut, Mensch, es gibt eine Lösung. Und wir haben uns irgendwie auch gefreut, weil es ist einfach ruhiger geworden. Und irgendwie habe ich aber nicht aufgehört zu forschen, also währenddessen. Und ich habe plötzlich auch negative Sachen gefunden, also Sachen, die nicht so cool sind, wenn man Kindern Tabletten gibt. Und ich bin stutzig geworden und ich habe dann der Sophie auch die Tabletten gegeben am Wochenende. Und wir waren zusammen Inliner fahren. Das ist ein Erlebnis, das ist in mein Hirn gebrannt. Und sie ist eine sehr lustige, lebhafte Person, die viel erzählt und viel redet. Und wir waren zusammen Inliner fahren und die Sophie war den ganzen Tag traurig. Ich habe ihr die Tabletten in der Früh gegeben und sie war den ganzen Tag traurig. Und ich habe sie gefragt, Mensch, was ist denn los? Hast du mit deiner Freundin gestritten oder ist irgendwas vorgefallen? Und dann stand sie nur da. Ne, Mama, alles in Ordnung. Und das war so, wow, was passiert? Das ist nicht mein Kind. Und das war natürlich die Folge von den Tabletten. Die Sophie ist ruhig gestellt gewesen, wie auf Droge. Und das war dann das Schlüsselerlebnis, wo wir gesagt haben, okay, weg damit. Das können wir nicht weiter so machen. Und dann haben wir gezielt nachgeforscht, was gibt es noch für Möglichkeiten. Wie bringe ich dieses Kind durch die Schule? Und ja, wir sind aufs Freilernen gestoßen. Und es hat einfach sich gut angehört. Nur kannten wir niemanden, der das macht. Und es ist so ein ganz großes Tabuthema, denn jeder geht in die Schule. Und wir haben uns da ein bisschen reingelesen und es hat ganz gut dann mit unserem Plan zusammengepasst auch. Und wir dachten, wow, das ist es. Und wir haben es ausprobiert. Wir haben uns wirklich viele, viele negativen Stimmen angehört. Ihr könnt es doch nicht machen, ihr könnt die Sophie nicht aus der Schule nehmen. Aber was soll ich sagen? Also es ist wie ein Befreiungsschlag für uns gewesen. Für uns als Familie wahrscheinlich wären wir auch aneinander kaputt gegangen, weil ja, es war echt sehr belastend. Ja. Mittlerweile sind es schon 2 Jahre, wo Sophie nicht mehr zur Schule geht und wir hatten unsere Probleme. Also wir haben wirklich daran geknabbert und wir tun es manchmal immer noch, weil es einfach ganz tief in uns verankert ist, die Kinder müssen doch, aber sie müssen nicht. Also wenn sie selbst entscheiden dürfen, was sie lernen, wie lang sie lernen und welches Thema sie wie lang bearbeiten, da entsteht so eine große Begeisterung und Freude, das ist wirklich schön mit anzuschauen. Jeder denkt immer, ja, wie lernen die denn lesen, schreiben, rechnen? Lesen, schreiben und rechnen passiert einfach. Das ist
ganz normal, das tun wir den ganzen Tag und die Kinder gucken sich das von uns ab und natürlich wollen die auch wissen, was auf irgendwelchen Schildern steht oder Speisekarten lesen oder wie auch immer. Das passiert einfach. Und alles andere sind so Interessengebiete, die sich dann entwickeln, die sich entfalten, die sich einfach akzeptieren und den Kindern vertrauen. Denn sie haben ihre Fähigkeiten, sie haben ihre Themen, die sie wirklich gut können und die sie beherrschen und die sollen wir schulen und nicht sie in irgendetwas zwingen, was sie nicht interessiert, was sie nicht machen möchten. Das ist nur eine Qual. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, nach 2 Jahren, wo wir sagen können, wir vertrauen unseren Kindern. Und immer noch kommt so ein kleiner Gedanke manchmal, sollte sie nicht vielleicht ein bisschen mehr lesen? Aber auch das beobachten wir, sie tut es, wenn das Interesse da ist. Für uns als Familie ist es wirklich die ideale und schönste Art zu lernen, denn wir können unsere Kinder beobachten, mit welcher Freude und Begeisterung sie rangehen an das Thema Lernen. Und wir können es uns nicht mehr anders vorstellen. Wenn unsere Kinder natürlich sagen, wir möchten jetzt in eine Schule gehen oder wir möchten einen Abschluss machen, dann würden wir das jederzeit ermöglichen. Also wir sind keine Schulgegner, aber wir sind dafür, dass es vielleicht frei wählbar ist, wie man zu seiner Bildung kommt und wie man seinen Schulabschluss macht. Ja, das war jetzt nur so ein ganz kurzer Ausschnitt aus unserer Geschichte, nur die wichtigsten Sachen, nur die Eckdaten habe ich euch jetzt genannt, aber wenn ihr euch wiederfindet vielleicht in unserer Geschichte oder wenn ihr jemanden kennt, teilt das Video. Es ist so wichtig, dass viele Menschen davon erfahren, dass kein Kind durch dieses Schulsystem durch muss. Es gibt andere Möglichkeiten. Jedes Kind kann jederzeit seinen Schulabschluss machen. Da muss man nie in eine Schule gegangen sein. Also habt keine Angst davor, einen anderen Weg einzuschlagen. Wir hatten lange Zeit nämlich keine Ahnung davon, dass es andere Möglichkeiten gibt und deshalb ist es uns so wichtig und es liegt uns am Herzen, dass diese Nachricht verbreitet wird.